Eine kleine rosa Familie namens Wutz lässt Kinderherzen höher schlagen und hat auch schon so manchen Erwachsenen in seinen Bann gezogen. Eine bunte Kuchenrolle zum Geburtstag auf den Tisch und das Leuchten der strahlenden Kinderaugen erwärmt auch unsere Herzen. Hallihallo zum Pepper Woods Spezialvideo. Und dazu muss ich euch eine Geschichte erzählen. Ja, mein Enkelsohn ist 3 Jahre alt geworden und der liebt Pepper Woods über alles. Und ich habe mir gedacht, na, von meiner Tochter gibt es bestimmt eine Fondant-Torte. Dann mache ich ihm eine Biskuitrolle mit einem Pepper Woods Motiv. Und es ist ja auch ganz niedlich geworden. Und da habe ich mir überlegt, da poste ich mal ein Foto in meinen Lieblingskochgruppen. Und es hat so eine Welle ausgelöst. Unglaublich. Damit hätte ich nie gerechnet. Ihr habt so viele liebe Kommentare da gelassen und Herzchen und super und spitze und wart so begeistert. Und viele natürlich haben gefragt, wie sowas geht und die wollen auch so eine Biskuitrolle machen, weil ihre Kinder, Enkelkinder lieben Pepper Woods auch. Und ich habe euch versprochen, ich mache ein Video. Und hier ist es. Und für diese Rolle braucht ihr für den Dekorteig 75 Gramm Mehl, 60 Gramm Puderzucker, 3 Esslöffel zimmerwarme Butter, 3 Eiweiß, ganz viel Lebensmittelfarbe, 1/4 Teelöffelchen Vanilleextrakt, für den Teig der Rolle 200 Gramm gesiebtes Mehl, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein bisschen Butter fürs Backblech und 5 Eier. Für die Füllung von unserer tollen Rolle brauchen wir 250 Milliliter Schlagsahne, 250 Gramm Mascarpone, ca. 200 Gramm tiefgefrorene Himbeeren, 75 Gramm Zucker und 3 Blätter Gelatine. Zuerst bereiten wir uns jetzt mal unseren bunten Dekorteig vor. Dazu gebe ich die Butter und den Puderzucker in eine Schüssel und dann wird alles so richtig schön cremig gerührt. Jetzt kommt dann das Eiweiß dazu. Dann noch einen kleinen Sprutz von dem Vanillearoma. Und dann gebt ihr langsam das Mehl und das Rühren dazu auf niedrigster Stufe. Ihr seht, der Teig ist jetzt so richtig schön cremig und fest und den müssen wir jetzt natürlich noch einfärben für unser Pepper Woods Motiv, weil das ist ja ganz, ganz bunt und dazu brauchen wir 8 verschiedene Farben. Da habe ich jetzt hier die Lebensmittelfarben und dann habe ich mir diese Dessertschälchen hier besorgt und zwar gibt es dann 8 Portionen Teig, weil wir brauchen nämlich Weiß, da lassen wir den Teig so, rosa, ein helles Rot, ein rotes Rot, ein Blau, ein Matschbraun, ein bisschen Gelb für den Luftballon und für die Stiefelchen und Blau für George sein Jäckchen. Also insgesamt 8 Farben, das färben wir uns jetzt hier alles schön ein und dann tue ich mir dann jede Farbe in so einen Spritzbeutel abfüllen. So, meine Lieben, ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier unsere ganzen bunten Farben in diese Spritzbeutel abgefüllt. Das Schwarz habe ich mir hier in so einem Becherchen gelassen und da male ich dann mit so einem Zahnstocher und zwar die kleinen Füßchen zum Beispiel von dem Hühnchen hier. Weil das hier ist meine Vorlage, die ich mir vorbereitet habe und zwar könnt ihr das dann selbst euch raussuchen. Eure Kinder haben bestimmt irgendwelche Lieblingsbücher oder ihr guckt mal im Internet und druckt euch dann da was aus und dann machen wir das so wie früher als Kinder, zumindest habe ich das so gemacht. Und habe mir immer ein Bild, was ich gerne malen wollte, so an die Fensterscheibe gehalten und habe ein weißes Blatt Papier drüber gelegt und dann kann man das so richtig schön mit dem Bleistift nachzeichnen und dann hat man sein Motiv. Und so ist halt dann meins entstanden, das hattet ihr ja auch schon gesehen. Und hier oben steht jetzt zum Beispiel Pepper, da müsst ihr darauf achten, dass ihr das spiegelverkehrt schreibt. Weil wenn wir dann die Rolle umdrehen, dann ist es erst zu lesen. Also nicht den Fehler machen und aus Versehen dann falsch rum das Ganze beschriften. Ja, und dann habe ich hier mein Backpapier. Das sollte möglichst schön glatt sein. Das habe ich auch schon mal vorbereitet und habe das angepasst auf die Größe vom Backblech. Habe auch die Ecken ein bisschen abgerundet. Das wird dann auch ein bisschen auf dem Backblech mit Butter fixiert. Und darunter lege ich jetzt meine Vorlage, fixiere mir das Ganze ein bisschen und dann male ich alles aus
und male alles nach mit den Farben, je nachdem, schaut in euer Buch, welche Farben ihr wo braucht. Und wenn ihr es fertig habt, dann kommt es für mindestens 20 Minuten ins Gefrierfach. Und dann können wir schon loslegen und unseren Teig für die Rolle vorbereiten. Während unser Motiv im Gefrierfach jetzt circa 20 Minuten wartet und vor sich hingefriert, können wir dann schon mal loslegen und bereiten unseren Biskuitteig bzw. unseren Teig für die Rolle, weil ein richtiger Biskuitteig ist es im Grunde ja nicht, weil ich gebe nämlich noch Backpulver dazu, der gehört ja in normalen Biskuitteig nicht rein, aber da wird die Rolle oder der Teig so richtig schön fluffig und luftig und ich finde, es passt auch super, diese Poren, und es sieht so schwammig aus zu den vielen, vielen bunten Farben von unserem Pepperwoods. Und da müssen wir jetzt zuallererst die Eier trennen in Eiweiß und Eigelb. Zuerst machen wir uns jetzt aus dem Eiweiß und der Prise Salz einen richtigen tollen Eischaum. So, der Eischaum ist jetzt so richtig schön fest. Seht ihr das? Den kann man jetzt so schön da wegklopfen. Und jetzt machen wir dann gleich weiter, und zwar mit dem Eigelb. Da geben wir jetzt den Zucker hinein und den Vanillezucker und dann wird auch noch mal alles gleich richtig schön cremig gerührt. So, jetzt kommt dann noch das Mehl mit dazu und das Backpulver. Das wird dann auch noch mit verrührt. Und wenn der Teig zu fest sein sollte, dann gebt einfach noch ein kleines bisschen kaltes Wasser mit rein. So, der Teig ist jetzt so richtig schön cremig und jetzt müssen wir ihn dann mit dem Eischnee verbinden. Das heißt, ich gebe jetzt den Teig hier rein und dann werden wir den Teig hier unter den Eischnee unterheben. So, jetzt schaut mal, wie schön fluffig der Teig hier ist. Und den müssen wir uns jetzt noch in 2 Portionen aufteilen, weil wir brauchen ja Blau für die Wiese. Ja, die Joanna, bei mir ist die Wiese blau, alles klar. Nein, natürlich ist die Wiese grün und dazu habe ich hier 2 Schüsseln. Da werde ich das jetzt dann teilen auf 2 Portionen und danach färben wir eben unsere Wiese grün und den Himmel blau. Und jetzt geht es dann auch schon weiter und dazu brauchen wir diesen Backrahmen. Den könnt ihr euch gern besorgen, denn der eignet sich super zum Backen von solchen Rollen, weil er den Teig schön einschließt und den kann man auch hier schön anpassen auf unser Motiv. Das klappt dann nämlich ganz super. Und ihr habt ja auch gesehen, das Backpapier hier, das habe ich mir zugeschnitten, wie schön das hier sich einpasst in das Backblech. Und damit uns das nicht wegrutscht, gebe ich trotzdem immer noch so ein kleines Strichlein Butter mit drunter. So, dann den Backrahmen drauf, ein bisschen ausrichten, dass das Motiv auch in der Mitte ist. Und dann können wir unsere Wiese und unseren Himmel drauf füllen.
Unsere Biskuitrolle ist jetzt fertig, das heißt, wir können es jetzt dann auslösen aus dem Rahmen. Vorher gebe ich mir auf ein Küchentuch ein bisschen Zucker, weil da müssen wir sie dann drauf stürzen, dass nichts kleben bleibt. So, jetzt braucht ihr dann auch gleich noch ein zweites Handtuch. Und jetzt kommt der große Moment. Wir lösen jetzt dann das Backpapier. Und voilà, fertig ist unser kleines süßes Bildchen. Und jetzt müssen wir es natürlich noch mal umdrehen, weil wir es ja im warmen Zustand auch einrollen müssen, damit es diese Rollenform hat später zum Füllen. Dazu brauche ich jetzt noch mal ein kleines bisschen Zucker, das streue ich hier oben drüber und lege noch ein Handtuch drüber. Und dann brauche ich ein Brett oder einen Tortenretter und dann drehen wir das Ganze jetzt noch mal um. Zack. Und jetzt ist die Seite hier wieder innen und dann wickeln wir jetzt hier das Ganze schön ein, ganz vorsichtig. So, und so in dem Handtuch lassen wir die Rolle dann komplett auskühlen. Während unsere Rolle hier abkühlt, werden wir jetzt mal die Füllung vorbereiten. Dafür machen wir jetzt erstmal ordentlich Schlagsahne. Und inzwischen wärme ich hier die Platte auf, gebe die Himbeeren mit dem Zucker rein und löse die Gelatine auf. Die habe ich hier nämlich schon im Wasser eingeweicht. Die Sahne ist jetzt geschlagen. Dann kommt als nächstes jetzt dann unsere Himbeermasse mit der Gelatine rein. Und dazu geben wir dann das Mascarpone, aber jetzt warte ich noch einen Moment, dass das Ganze noch ein bisschen abkühlt und dann machen wir eine schöne cremige Masse drauf und dann die Sahne unterheben. So, jetzt brauche ich dann mal eine Frischhaltefolie und da lege ich jetzt meine Rolle drauf, beziehungsweise rolle ich sie drauf und dann können wir es auch schon befüllen. Und voilà, fertig ist unsere leckere, nette, liebe, goldige Pepperwurz-Biskuitrolle. Und welches Kind freut sich da jetzt nicht drauf? Aber wir müssen noch ein bisschen warten, weil die muss jetzt nämlich mindestens 3, wenn nicht besser 6 Stunden in den Kühlschrank. Und dann können wir sie genießen. Oder eigentlich ist sie viel zu schade. Bis gleich! Und voilà, fertig ist unsere leckere Pepperwurz-Biskuitrolle im Schwammdesign mit einer Himbeer-Mascarpone-Sahnecreme. Und die bringt alle Kinderaugen zum Leuchten. Ich verspreche es euch, also macht euch dran. Und wenn noch Fragen sind, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich habe mich riesig gefreut, es hat mir großen Spaß gemacht. Und für alle, die den Kanal schon abonniert haben, wir sehen uns immer Mittwoch und Sonntag zum neuen Rezept. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann abonniere auch gleich hier und aktiviere auch das Glöckchen. Dann verpasst auch du kein Rezept mehr. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch was. Wir sehen uns die Tage und mein Enkelsohn kriegt nochmal eine Pepperwurz-Biskuitrolle. Ciao!